Hallo allerseits und grüß euch. Ich bin Wolfgang und heute werde ich euch die Erkenntnisse aus den Medien und meine Meinung zu Corona mitteilen und was man gegen eine Erkrankung durch dieses Virus machen kann. Es wird viel Verwirrung gestiftet und Angst geschürt. Beides ist schlecht. Angefangen hat es mit der Namensgebung. Einmal hieß es Coronavirus, dann Covid-19, später auch SARS-2. Zur Erklärung: SARS-2 ist ein Coronavirus und die daraus folgende Erkrankung nennt man Covid-19. Es heißt immer, dass ein SARS-Virus ist und nicht zu den Grippeviren zählt. Soweit so gut. Aber es gab auch vorher schon SARS, die dann Vogelgrippe genannt wurde. So, was ist es nun? Grippe oder nicht Grippe? Ich finde es auch interessant, dass von einer Corona-Krise gesprochen wird. Immer ist etwas anderes schuld, nur nicht der Mensch. So haben wir Wirtschaftskrisen, Krankheitskrisen, Immobilienkrisen etc. Die Schuld wird immer etwas anderem in die Schuhe geschoben. Das ist falsch. Das ist meiner Meinung nach krank, denn Ursache ist immer der Mensch. An Krisen ist er immer durch falsches Verhalten selbst schuld. Jedes Mal, wenn etwas übertrieben wird, gerät alles aus den Fugen und dem Gleichgewicht. So, doch zurück zu SARS-2. Seit wann gibt es dieses Virus? Nachgewiesen und bestimmt wurden SARS-Viren schon vor Jahrzehnten. Nur diese Variante bewirkt eine höhere Sterblichkeit. Deswegen ist es in den Fokus gekommen. SARS-2 gibt es in Europa nicht erst seit Anfang dieses Jahres. Es wurde in Proben des Abwasserarchivs der Kläranlage von Barcelona nachgewiesen. Und zwar gab es dieses Virus schon im März 2019. Das ist ein volles Jahr, bevor das Tohuwabohu bei uns ausgebrochen ist. Damals ist nichts passiert. Also muss es mutiert sein, sonst kann es nicht so ansteckend sein, wie es jetzt ist. Uns wurde mitgeteilt, dass dieses SARS-2-Virus Mutationsträger ist. Aber das wird dann nicht stimmen. Wie sinnvoll wird dann eine Impfung dagegen sein? Dazu später mehr. Nun zum Thema, wer wird krank und wer bleibt gesund. Schlecht sieht es aus für alte Menschen und Menschen mit mehreren Vorerkrankungen. Menschen, die viel rauchen oder viel geraucht haben, aber auch Menschen, die mit einer starken Umweltverschmutzung leben müssen, erkranken signifikant mehr bzw. leichter an SARS-2 und für diese Menschen ist die Erkrankung gefährlicher. Deswegen hat Südafrika seine Raucher auf Abstinenz gesetzt und Rauchen verboten. Genauso die Provinz Galicien in Spanien. Weil durch Rauch geschädigte Lungen können die Viren leichter andocken und in den Körper eindringen. Da frage ich mich, wenn das so ausschlaggebend ist, warum wurde es nicht bei uns gemacht? Da hatten wohl die Politiker zu viel Angst, eine solche unpopuläre Entscheidung zu treffen. Ihnen dürfte meiner Meinung nach ihre eigene Beliebtheit bei der Bevölkerung wichtiger gewesen sein als die Gesundheit der Bevölkerung. Wer wird am wenigsten krank? Das sind Babys und Kleinkinder. Warum ist das so? Die Organe sind jung und meist ohne Vorerkrankung. Man kann sagen, je besser der Körper durchblutet ist und je weniger Entzündungen durch Erkrankung ein Körper hat, desto leichter wird man mit einer Infektion fertig. Dadurch soll es eine Dunkelziffer bei einer Infektion von 87% geben. Manchmal liest man auch andere Zahlen, aber man kann sagen, dass die meisten Menschen eine Infektion nicht mal bemerken. In Innsbruck stellte man bei 85% der Intensivpatienten einen noch nicht diagnostizierten Diabetes oder Prädiabetes fest. Nur 4 Patienten hatten einen normalen Zuckerwert. Meiner Meinung nach zeigt das wiederum, dass es wichtig ist, auf seine eigene Gesundheit zu achten. Doch wie bleibt man gesund? Abstand halten zu den Menschen in der Öffentlichkeit und falls es in geschlossenen Räumen nicht geht, die Abstände einzuhalten, die Maske tragen und zusätzlich wie zur Vorbeugung bei allen Erkrankungen Sport, gesunde Ernährung, kein negativer Stress und eine gesunde Umwelt. Das kann jeder für sich schaffen oder erschaffen. Eine Bekämpfung einer Erkrankung fängt immer vor einer Infektion an, nicht wenn man sie bereits hat. Doch
Nochmals die 3 Punkte: Sport, eine gesunde Ernährung, kein negativer Stress und eine gesunde Umwelt. Zur Bekämpfung kann man auch zusätzlich Vitamine und Eiweiße dem Körper zuführen, denn im Rahmen einer Erkrankung hat man immer einen erhöhten Bedarf daran. Denn das Immunsystem muss voll arbeiten und daher auch mit Treibstoff versorgt werden. Wichtig dabei ist auch Vitamin D, das Sonnenvitamin. Dieses wird in jeder Zelle gebraucht, damit die Zelle rund läuft und Entzündungen zurückgehen. Es wurde festgestellt, dass schwere Covid-19-Erkrankungen mit einem niedrigen Vitaminspiegel von dem Vitamin D korrelieren. Das heißt, je mehr man in der Sonne ist, desto besser. Natürlich darf man keinen Sonnenbrand bekommen. Meine Meinung: wahrscheinlich haben Nudisten die höchste Überlebenswahrscheinlichkeit bei SARS-2. Viele von uns fahren im Urlaub in den Süden, um Sonne zu tanken. Der Körper weiß schon warum. Aber die meisten schmieren sich mit Sonnenöl ein und dann wird zu wenig oder auch kein Vitamin D gebildet. 10 Minuten in der Sonne um die Mittagszeit ohne Sonnenschutz reichen, um genügend Vitamin D für den ganzen Körper für einen Tag zu bilden. Die Sonne muss aber stark genug sein. Das geht nur, wenn sie hoch genug steht. Eine Faustregel: wenn der Schatten von einem selbst kürzer ist, als man selbst groß ist, dann ist die Sonne stark genug, damit der Körper Vitamin D produzieren kann. Es gibt auch schon Medikamente, die nachweislich die Überlebensfähigkeit verbessern. Ein Steroid verbessert die Lungenfunktion und ein Antidepressivum verringert die Vermehrung des Virus. Und wenn man Blutverdünner alleine gibt, dann sinkt die Sterblichkeit um 50%. Allesamt sind kostengünstige Medikamente. Warum wird die Kombination der Medikamente und von Vitamin D nicht als Standardbehandlung getestet? Normalerweise potenziert sich die Wirksamkeit von Medikamenten und Vitaminen bei einer Behandlung einer Krankheit. Diese Anwendung ist kostengünstig und die Dosierung und Verträglichkeit kennt man schon bestens. Ich habe über eine Kombinationstherapie noch nichts gelesen. Dies könnte meiner Meinung nach die Sterberate stark senken und somit Menschenleben gerettet werden. Man forscht aber lieber an Impfungen, die irgendwann kommen werden. Wir leben aber in der Gegenwart und nicht in der Zukunft. Zurück zu den Medikamenten. Medikamente sind naturidente Stoffe oder modifizierte Stoffe der Tier- und Pflanzenwelt. Es gibt auch ein heimisches Hausmittel, das man bei einer Grippe zu sich nimmt. Die meisten Menschen der Weltkriegsgeneration wissen das. Es handelt sich dabei um Kren, in Deutschland auch Meerrettich genannt. Dieser beinhaltet sehr viel Vitamin C und Senföle. In einer wissenschaftlichen Untersuchung wurde eine 90%ige Verminderung der Vermehrung des Grippevirus H1N1 unter Laborbedingungen festgestellt. 90%! Das muss man sich vorstellen. Der Link ist in der Beschreibung. Warum ich das interessant finde? Das Senföl blockiert nicht die Oberfläche, sondern wirkt im Inneren des Virus. Das Grippevirus wie auch SARS-2-Virus gehören zu den Viren, die eine Hülle haben und zum Verwechseln ähnlich aussehen. Deswegen meine Vermutung, dass Senföl auch bei SARS-2 helfen könnte. Durch einfache Nahrungsergänzung könnte möglicherweise die Überlebensfähigkeit drastisch erhöht werden. Man kann es auch selbst ausprobieren und in einem Lebensmittelgeschäft gehen und Creme kaufen oder andere Lebensmittel, die Senföl beinhalten. Wasabi, Brunnenkresse, Radieschen etc. Natürlich darf man es auch nicht überdosieren, wie bei jedem Medikament. Aufpassen sollte man auch bei diversen Magen-Darm-Erkrankungen. Senföl ist außerdem seit Jahrhunderten als Medizin bekannt. Wenn man sich die Sterberate auf die Gesamtbevölkerung unter den Staaten ansieht, ist zu erkennen, dass Südkorea, Deutschland und Österreich ganz unten liegen. Woran liegt das? Ist es vielleicht die Ernährungsweise? Leicht möglich, denn in all diesen Ländern wird Rettich, Radieschen, Senf und andere Nahrungsmittel gerne gegessen, die viel Senföl beinhalten. Vielleicht sollte dies ein ausreichender Hinweis für Ärzte und Politiker sein. Es ist mir ein Rätsel, warum auch nicht in diese Richtung geforscht wird. Vielleicht könnte man durch die Modifikation des Senföls die Wirkung noch steigern und die Verträglichkeit verbessern, so wie es beim Aspirin der Fall war. Aber mit einem einfachen Medikament kann man nicht viel Geld verdienen. Ich hatte das Wissen um das Senföl schon unserem Gesundheitsministerium mitgeteilt. Ich bekam keine Antwort, kein Danke, wir werden es überprüfen.
Wenn es ein Problem gibt, dann müssen alle mitarbeiten und jede Möglichkeit in Betracht gezogen werden. Auch Möglichkeiten aus der österreichischen Hausapotheke, die aus vielen Heilkräutern bzw. Heilmitteln besteht. Vielleicht hätte man dadurch Leben retten können. Stattdessen hat man die Wirtschaft runtergefahren. Und das nachdem der Ansteckungswert runtergegangen ist. Das hat auch keinen zusätzlichen Effekt gebracht. Die Kurven dazu kann man sich auf der Homepage des ORF ansehen. Wenn man nun die Maßnahmen von China und Europa vergleicht, gibt es einen großen Unterschied. In China wurde Wuhan unter Quarantäne gestellt, das ist eine Großstadt in einem Reich, das über 1 Milliarde Menschen hat. Dadurch wurde auch nur ein Bruchteil der Wirtschaft in China von den Maßnahmen betroffen. In Europa wurden kontinentalweit Maßnahmen ergriffen. So kam es zu einem massiven Einbruch der Wirtschaftsleistung. Je nach Staat dürfte es mindestens 6% der Wirtschaftsleistung sein. In China hingegen sind es durch begrenzte Maßnahmen nur 0,5% der Wirtschaftsleistung. Nun zurück zur Infektion bzw. Erkrankung. Nicht jeder zeigt bei einer Infektion Symptome. Die Zahlen dazu sind von Land zu Land unterschiedlich, da die Zählweise und die Erfassung von Infektionen nicht einheitlich sind. Für Österreich habe ich einen Wert von 87% gefunden. Das heißt, bei 87% der Infizierten gibt es keine Symptome, kein Krankheitsbild. Die restlichen 13% erkranken daran und nur die wenigsten schwer, sodass sie in ein Spital müssen. Noch weniger müssen auf eine Intensivstation. Wenn man wegen Corona vor Monaten ins Spital kam, lag die Wahrscheinlichkeit am Virus zu sterben bei 22%. Aktuelle Zahlen habe ich keine gefunden. Sicherlich ist jeder Tod für die meisten Angehörigen ein schmerzlicher Verlust. Wissenschaftlich gesehen erleben wir hier das erste Mal in der heutigen Zivilisation bewusst, was Evolution ist. Zuerst gibt es eine Mutation und dann eine Selektion, die die Schwächsten ausselektiert. Bei dieser Erkrankung sind es nach jetziger Erkenntnis Menschen, die mehrfach erkrankt sind und nur durch diese Zusatzerkrankung vorzeitig sterben. Aber das ist nichts Neues, denn bis jetzt sind jeden Tag in Spitälern Menschen durch Erkrankungen und Zusatzerkrankungen zu einer Vorerkrankung gestorben. Es gibt auch unterschiedliche Langzeitwirkungen der Erkrankung Covid-19, die ziemlich arg sein können. Deswegen sollte jeder vorsorgen und jede Möglichkeit ergreifen, gesund zu bleiben. Zusätzlich zur Erkrankung ist zu vermerken, dass nicht jeder bei einer Infektion auch Antikörper bildet. Denn es gibt auch eine zelluläre Immunabwehr, die jede Zelle hat, um Viren zu bekämpfen und diese Viren frei zu machen. Da fragt man sich doch, wie sinnvoll ist eine solche Impfung, wenn nicht alle Antikörper bilden? Es wird so wie bei der herkömmlichen Grippe sein. Nur bei einem Teil der Menschen wird die Impfung Wirkung zeigen und man bildet Antikörper. Aber auch nur Antikörper gegen diese eine genetische Variation. Wir wissen jetzt aber auch, dass dieses Coronavirus ständig mutiert, so wie das Grippevirus. Sobald das Virus SARS-2 mutiert ist, kann die Impfung schützen oder nur zum Teil oder auch gar nicht. Meiner Meinung nach sollte hier jeder selbst entscheiden, sich impfen zu lassen. Ich kenne Menschen, die impfen sich jedes Jahr gegen Grippe und bekommen trotzdem Grippe. Manche lassen sich impfen und werden nicht krank. Es gibt Menschen, die sich nicht impfen lassen und werden auch nicht krank. Meiner Meinung nach sind Impfungen sinnvoll bei Kinderkrankheiten wie Mumps, Röteln und Masern etc. Und zusätzlich bei Viren, die sich kaum oder nicht ändern, wie zum Tetanus, Tollwut und Hepatitis. Nun zum Tragen der Maske. Die meisten Menschen tragen nur Operationsmasken. Diese bewirkt, falls man infiziert ist und dann hustet bzw. niest, dass keine ansteckenden Tröpfchen in die Luft gelangen. Nur das Problem ist, man weiß, dass auch Viren über die ausgeatmete Luft und damit verbundenen Aerosole übertragen werden. Somit sind frische Luft und ein gut durchlüfteter Raum sehr wichtig. Es wurde auch festgestellt, dass das Tragen einer Maske die Leistungsfähigkeit vermindert. Es ist eine zusätzliche Belastung für die Atmung. Es wird die Atmungsmuskulatur stärker gefordert und oder man atmet nicht so stark durch, wenn man durch den Filter, den ja jede Maske darstellt, einen zusätzlichen Staudruck hat. Das ist reinste Physik. Doch was bedeutet das? Für einen gesunden Menschen wird es wahrscheinlich kein Problem bedeuten, aber für alte Menschen oder Menschen, die Probleme beim Atmen haben, kann diese zusätzliche Belastung zu viel sein.
Mir wurde mitgeteilt, dass in einem Spital eine medizinisch gebildete Person die Sauerstoffsättigung mit und ohne Maske gemessen hat. Mit Maske fiel die Sättigung um 5%. Vielleicht ist es bei anderen Messungen auch ein anderer Wert. Aber auf alle Fälle wird die Sättigung fallen. Bei einer Sättigung unter 90% wird im Spital Sauerstoff zum Wohle des Patienten gegeben. Aber was ist mit den Menschen, die nicht im Spital sind? Bei ungenügender Sauerstoffversorgung sinkt die Konzentration, es kann einem schwindelig werden und bei extremer Sauerstoffunterversorgung fällt man einfach um. Deswegen meine ich, dass alte Menschen keine Maske tragen sollten, denn die meisten Masken verhindern keine Infektion. Sie sind nur eine zusätzliche Belastung. Am besten die betroffenen Menschen klären es mit dem Arzt des Vertrauens ab. Es gibt auch Menschen, die auf ärztliches Attest keine Maske tragen brauchen, wie zum Beispiel Asthmatiker. Als vor kurzem eine Straßenbahn an mir vorbeifuhr und ich die Menschen darinnen mit einer Maske sah, da dachte ich mir, die Masken sehen wie Maulkörbe aus. Wenn man sieht, wie Politiker die Maskenpflicht befürworten und gegenteilige Meinungen bekämpfen, dann kann man die Maske wirklich mit einem Maulkorb vergleichen. Menschen, die Angst haben und sich nichts trauen, tragen immer und überall eine Maske. Menschen, die sich den Mund nicht verbieten lassen, tragen auch eher keine Maske. Das kann man in der Öffentlichkeit gut feststellen. Die Belastung durch die Infektion geht ein wenig weiter, als man glaubt. Denn es werden alle Organe betroffen, auch das Gehirn. Das führt zu psychischen Störungen wie Psychosen und affektiven Störungen, aber auch zu Desorientierung, Lähmungserscheinung, Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Denkstörungen, Starkängste und Ich-Störungen. Es ist auch möglich, dass das Gehirn dauerhaft geschädigt wird. Soweit mir aufgefallen ist, durchleben viele Menschen bei jeder Erkrankung irgendwelche psychischen Störungen, die dann fast immer verschwinden. Meiner Meinung nach wird etwas nicht berücksichtigt. Angst schwächt das Immunsystem, denn es bewirkt die Ausschüttung von Stresshormonen, die das Immunsystem runterfahren lassen. Es ist wichtig, Ruhe zu bewahren und diese auch auszustrahlen, und es ist auch wichtig, dass man zu sich selbst und anderen sagt, wir schaffen das. Wenn man nach den Medienberichten geht, war es der österreichischen Regierung nicht recht, dass die Bevölkerung so wenig Angst zeigte. Darum wurde extra am Anfang dieser ganzen Aufregung auf die Gefährlichkeit des Virus SARS-2 hingewiesen. Jetzt wurde mitgeteilt, dass das Virus durch eine Mutation infektiöser wurde, aber die Gefährlichkeit gleichzeitig vermindert wurde. Das liegt in der Natur eines Virus. Auch dieses möchte überleben. Dieses Prinzip kann man überall nachlesen. Nun zu den Testungen. Stolz wird verkündet, wie viel getestet wird. Es gibt da aber ein Problem, denn es gibt auch falsch positive Ergebnisse. Das heißt, dass bei einem Test angezeigt wird, dass man eine Infektion hätte, die aber gar nicht vorhanden ist. Wenn sich nun die angegebene Zahl der Neuerkrankungen der Zahl der falsch positiven Testergebnisse nähert, dann haben wir ein Problem. Man glaubt dann, eine Menge Neuerkrankungen zu haben, die aber gar nicht existieren. Das kann man auch erkennen, wenn man die Anzahl der Patienten in den Spitälern im Auge behält. Generell ist zu sagen, dass die Anzahl der Spitalsaufenthalte im Intensivbereich ein wichtiger Faktor ist, um die Schwere dieser Pandemie zu beurteilen. Derzeit steigt die Anzahl der Intensivpatienten geringer an als die Infektionsrate. Viele Menschen werden jedes Jahr im Spital wegen einer Grippe behandelt. Wenn man die Zahlen vergleicht, erkennt man sofort, dass die Schwere dieser Pandemie bei weitem nicht so arg ist, wie sie von uns allen möglichen Seiten dargestellt wird. Jetzt noch kurz eine Erwähnung einer Studie zur Sterbeursache Umweltverschmutzung in Europa. Durch Umweltverschmutzung sterben jährlich in Europa fast insgesamt 630.000 Menschen. Für diese Menschen werden und wurden keine Maßnahmen ergriffen, wie das Runterfahren der Wirtschaft oder umweltschonende Industrie und Landwirtschaft etc. Haben diese Toten weniger Rechte als durch SARS-2 Verstorbene? Da wird meiner Meinung nach mit zweierlei Maß gemessen. Denn wenn es so weitergeht, werden heuer weniger Menschen an SARS-2 sterben in Europa als an einer Umweltverschmutzung, die schon seit vielen Jahren bzw. Jahrzehnten eine hohe Anzahl an Toten in Europa verursacht hat. Das war nun eine Zusammenfassung über das Coronavirus SARS-2 und der damit verbundenen Covid-19-Erkrankung, die im Laufe der Zeit sich bei mir angesammelt hat. Und jeden Tag kommen neue Informationen hinzu. Es ist eben nur eine Momentaufnahme. Zu den Fakten habe ich euch die Links in die Videobeschreibung gepackt. Falls euch das Video gefallen hat, dann empfiehlt das Video weiter, gebt mir einen Daumen hoch,
abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, denn nur so werdet ihr von YouTube über ein neues Video von mir auf alle Fälle informiert. Ciao und pfiat euch, bis zum nächsten Video, euer Wolfgang.